Ein weiser Mann sagte einmal, der Weg ist das Ziel. In der heutigen Welt, in der es nur noch um Produktivität, Leistung, erreichte Ziele geht, vergessen wir das oftmals und leben nur noch für das Ziel. Und nachdem wir ein Ziel erreicht haben, schließt sich auch schon direkt das nächste Ziel an. Denn wir wollen und sollen uns ja weiterentwickeln und über uns hinauswachsen. Somit sind wir eigentlich immer auf der Suche, etwas zu tun, zu finden, zu erreichen. Wie ein Jäger, der seine Beute doch nie erlegt und immer hungrig bleibt. Auf Dauer laugt das aus und macht unglücklich und unzufrieden. Wir können krank werden und die Lebensfreude verlieren. Unseren eigenen ganz persönlichen Wert an unserem Produktivitätsgrad zu messen, ist ein weiteres Phänomen dieser Zeit und meiner Meinung nach genauso schädlich wie die Produktivitätsspirale selbst. Der Weg heraus ist nicht immer leicht zu erkennen und sehr schwer zu gehen, ihn durchzuhalten. Die Verlockung, doch wieder in die Produktivitätsspirale abzufallen, abzudriften, ist sehr groß. Ähnlich wie einem Junkie, der dann doch der Droge wieder erliegt. Aber den eigenen wahren Wert wiederzuerkennen und sich wieder auf das Abenteuerleben einzulassen, zu fühlen, wie es sich anfühlt, Dinge zu tun, weil wir sie tun wollen. Und wieder die eigentlichen Aktivitäten zu spüren. Ganz bei der Sache zu sein und nicht an ein vermeintliches Ziel zu denken. Nicht so viel zu planen, sondern einfach mal zu machen. Freude an den Aktivitäten zu haben, Freuden am Tun zu empfinden und nicht über das Endergebnis nachdenken und so gleich das Hier und Jetzt, das, was wir jetzt gerade tun, schon zu bewerten. Unsere gegenwärtige Handlung wird nicht wertvoller, wenn wir glauben, dass es ein gutes Ziel erbringt. Und unsere gegenwärtige Handlung wird auch nicht weniger wertvoll, wenn wir glauben, dass das imaginierte Ziel so nicht zu erreichen ist.
Ich möchte heute versuchen, aus solchen kleinen Zweigen ein Körbchen zu flechten. Und das soll gar nicht perfekt werden, das soll sehr rustikal und grob werden und grobmaschig werden, auch so überhaupt nicht geschlossen oder blickdicht oder so. Das ist schon eine Vorstellung, wie das aussehen könnte, aber keine Idee, wie man das wirklich macht. Oder eine Idee schon, aber ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich macht. Ich habe versucht, das zu googeln und die Ergebnisse, die ich da bekommen habe, waren nicht so sehr hilfreich. Es waren halt eher Anleitungen für Körbe, größere, schwerere Körbe, aber so ein kleines Blumentöpfchen, wie mir vorschwebt, war jetzt nicht dabei. Und ja, dann muss ich mir das irgendwie selbst zurechtdenken. Und ich bin mal sehr gespannt, was ich damit anstellen kann und wie weit ich damit komme und was ich damit so gebastelt kriege. Da ist es nun, mein halbfertiges Körbchen oder weniger als halbfertig. Aber was soll ich sagen? Ich habe einiges festgestellt, das so nicht geht. Die Zweige sind irgendwie zu dick für das, was ich vorhabe oder vorhatte. Das habe ich aber auch schon befürchtet. Und sie sind auch zu trocken. Auch das habe ich befürchtet. Ich habe sie schon ein bisschen gewässert, allerdings sicherlich nicht lange genug. Ich würde also nächstes Mal dünnere Zweige verwenden, natürlich auch viel mehr Zweige. Ich bin nicht sehr weit gekommen, wie man sieht. Ich würde den Boden ein wenig anders machen nächstes Mal. Ansonsten finde ich das schon gar nicht so schlecht. Es ist anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist sehr viel eckiger geworden, dadurch, dass die
Zweige sich nicht so gut biegen ließen. Aber auch das finde ich jetzt eigentlich total schön. Ich muss sagen, wenn ich so von draußen rauf gucke und das noch ein bisschen zusammenschiebe, dass es noch ein bisschen gleichmäßiger ist, dann hat diese eckige, ja, kann man es eckig nennen, naja, egal. Auf jeden Fall macht es ein gewisses Muster und das finde ich tatsächlich eigentlich ganz nett. Ja, und es ist so verrückt, denn einerseits finde ich den jetzt wirklich nicht schön. Es ist nicht das, was man sich so kaufen würde oder sagen würde, oh ja, toll ist es. Aber ich habe es selbst gemacht und ich habe es selbst erforscht auch. Ich habe nicht einfach eine Anleitung gehabt, die ich kopiert habe. Da wäre wahrscheinlich auch eher nochmal wieder so ein bisschen Perfektionismus oder Leistungsgedanke rausgekommen. Das muss so werden wie in der Anleitung, das muss am Ende auch so aussehen. Hatte ich überhaupt gar nicht, bin da völlig unbedarft rangegangen. Und insofern finde ich ihn trotzdem schön. Er ist sehr viel rustikaler geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Und auch anders, aber er ist trotzdem schön. Und ich habe eben ein bisschen überlegt, ob ich jetzt einfach noch Zweige dazu hole und den vollende. Hätte ich einerseits Lust drauf, kann mir vorstellen, dass das auch eine gute Form und eine gute Größe ist. Oder ob ich das hier kappe und es wie so ein kleines Vogelnestchen nehme und eine kleine Pflanze reinsetze. Ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wofür ich mich entscheide. Ich würde beides gerne machen. Ich kann sagen, dieses missratene Körbchen ist ein totaler Erfolg gewesen. Es macht mich sehr froh und glücklich. Nicht so sehr das Endprodukt, nicht, dass ich es angucke und sage, das schönste Körbchen ever. Aber wie ich vorhin schon meinte, der Prozess daran, der ist super wertvoll für mich gewesen und hat mich sehr glücklich gemacht. Und normalerweise kommt ja an meine Videos hinten dran immer, was mich die Woche so getragen und erheitert hat und beflügelt hat und mir das Leben schöner gemacht hat. Das schenke ich mir, weil ich sicher bin, dass mich diese Korberfahrung die nächsten Tage begleiten wird. Das ist auch gleichzeitig mein positives Review der Woche. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich finde es doch schon wirklich schön. Und ja, lasst mich gerne wissen, wenn ihr wissen wollt, was mit diesem Körbchen passiert ist am Ende. Ob ich es abgeschnitten habe oder ob ich es weiter flechte. Und dann ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Ciao!